Oft fragt man sich, wie realistisch ist eigentlich Science Fiction? Und es gibt ja auch viele Videos, die sich zum Beispiel Gedanken machen, wie realistisch ist die Physik von Star Trek oder wie ist das in Einklang zu bringen mit dem, was wir über Physik wissen. Noch niemand hat sich gefragt, wie kann man eigentlich könnte man Star Trek mit der Physik von Burkhard Heim irgendwie erklären? Was ist darin möglich und was nicht? Darüber geht es in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Und auf der Suche nach anschaulichen Beispielen habe ich mir gedacht, als alter Trekkie mache ich doch mal eine Folge, vielleicht mache ich auch noch ein paar mehr Folgen über sowas, dass ich mal Science-Fiction-Universen, Konzepte nehme und schaue, was von deren technischen oder was von deren Vorstellung ist eigentlich in Einklang zu bringen, kann man in Einklang bringen mit der Physik von Burkhard Heim. Ich war also immer großer Star Trek-Fan seit meiner Kindheit fast schon. Ich hatte sämtliche Folgen von Next Generation auf VHS-Kassetten damals noch, habe sie alle aufgenommen aus dem Fernsehen. Ja, die Jüngeren von euch kennen das gar nicht, aber man musste früher zu einem bestimmten Zeitpunkt vor dem Fernseher sitzen, um die Folge seiner Lieblingsserie gucken zu können. Dann gab es programmierbare Videorekorder, das war schon ein großer Fortschritt. Aber nichts im Vergleich zu Streamingdiensten heute. Okay, später habe ich dann, als ich dann Natal gemacht habe, hatte ich so eine Phase, wo ich gemerkt habe, wie schal und einfallslos doch Science Fiction ist. Mit Natal kommt man auf andere Planeten und kann andere Wesen treffen. Und das ist teilweise viel, viel interessanter, als die Geschichten im Fernsehen dargestellt werden. Das sind doch häufig nur ziemlich weltliche Projektionen oder Projektionen von weltlichen Problemen. Aber eigentlich ist das Universum etwas spannender, als sich fast alle Science-Fiction-Geschichten trauen. Gene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek, hat übrigens selber an spiritistischen Sitzungen teilgenommen, in dem ein Medium namens Phyllis Schlemmer Durchsagen gemacht hat von auch irgendwelchen außerirdischen oder höheren Wesen. Und wie immer die Qualität da nun ist, man kann nicht bestreiten, Gene Roddenberry hat das bestimmt inspiriert zu vielen der Geschichten, die er da in Form von Star Trek verarbeitet hat. Und es zeigt auch, Ideen kommen aus einem Daseinsbereich, der durch solche Techniken, durch Channeling, durch Medien zugänglich ist. Und sie kommen nicht einfach durch Kombinationen von Dingen, die schon da gewesen sind. Das ist ein kreativer Prozess, ist der Zugang zu diesen übergeordneten Seinsbereichen. Aber jetzt möchte ich mal im Sinne dieses kreativen Prozesses schauen. Ich möchte mir einige Punkte einfach herausgreifen, die in Science Fiction allgemein häufig vorkommen und in Star Trek im Speziellen und mal schauen, wie ist das nun im Vergleich zu Burkhard Heims Weltbild. Ein wesentlicher Bestandteil aller Science Fiction, die irgendwie im Weltraum stattfindet, sind natürlich Antriebssysteme. Ich habe schon mal ein Video gemacht das hieß Vergiss den Warp-Antrieb. Das habe ich hier oben nochmal verlinkt. Da geht es also um das, was wir an UFOs eigentlich beobachten und was mit Burkhard Heims Theorie recht gut erklärbar ist. Vergiss den Warp-Antrieb ist natürlich auch eine kleine Spitze gegen Star Trek an der Stelle. Bei Star Trek gibt es einen Hyperraum, es wird nie erklärt, was der eigentlich genau ist. Im Übrigen, irgendwann ab der 3. oder 4. Staffel von Next Generation ist man dazu übergegangen, nicht mehr Hyperraum, sondern Subraum zu sagen. Ich weiß nicht warum, es ist eigentlich auch egal, mathematisch gesehen oder von der Terminologie gesehen ist das nicht falsch. Meinetwegen ist das dann eben ein Subraum. Aber die Natur dieses anderen Raumes wird nicht besonders erklärt. Es bleiben die klassischen Vorstellungen von Geschwindigkeit, von Entfernung und Zeit, die bleiben erhalten. Also irgendwie wird der Warp-Antrieb erzeugt ein Warp-Feld und wenn das die Stärke von einem Cochrane erreicht, dann wird das Schiff also in diesen Parallelraum oder ein Stück weit da hinaus versetzt und man kann es sich schneller bewegen, über Lichtschnelle eben. Aber offensichtlich ist diese andere Art von Dimension auch raumartig. Wie gesagt, es bewegt sich einfach etwas schneller. Mit Burkhard Heims Hyperraum, nennen wir es auch ruhig mal Hyperraum, hat das überhaupt nichts zu tun. Burkhard Heims transzendente Dimension, die 5. und die 6. Dimension, haben eine ganz andere
Bedeutung und eine ganz andere Natur, als dass solche Vorstellungen von überlichtschneller Fortbewegung, als die zulassen würden. Das interstellare Reisen, wie ich das auch in dem eben genannten Video vorgestellt habe, das ist eigentlich mehr sowas wie Beamen. Nehmen wir Beamen jetzt ruhig mal schon dazu. Also das Prinzip nach Burkhard Heim wäre, das Objekt, das transportiert werden soll, wird transformiert auf einen höheren X5-Seinsbereich, einen höheren strukturellen Bereich. Dadurch verschwindet es aus dem Normalraum und ist in einer Umwelt, in der Entfernung nicht mehr die klassische Eigenschaft von räumlicher Entfernung von Zentimetern oder Lichtjahren hat, sondern in der das Prinzip Ähnlichkeit eine Rolle spielt. Wenn sich der Wille dann auf ein Ziel einstellt, auf einen anderen Planeten oder einen anderen Ort einfach, dann reist man im Prinzip da schon hin. Und dann wird dieser Prozess der Transformation einfach rückgängig gemacht. Also es hört sich genauso an wie Beamen. Dadurch wird das Prinzip von Raumschiffen natürlich überflüssig. Das ist auch immer, es gibt ja, auch in Star Trek gibt es so mehrere Schlupflöcher ab und zu in irgendwelchen Folgen, wo also dieses Prinzip irgendwie ausgehebelt wird. Da gibt es zum Beispiel in dem ersten Star Trek-Film, von den neuen Star Trek-Filmen, da findet dann der junge Scotty irgend so einen Subraumtransporter und durch den kann man sich dann also mehrere Lichtjahre weit beamen, was unheimlich gefährlich ist und deswegen verschwindet es dann auch wieder im Giftschrank der Erzähler, damit man also weiter Raumschiffe braucht. Dann wird irgendwann Lieutenant Barclay verschmilzt mit einem Computer und er schafft dann auch eine Subraumstörung, was dann also plötzlich die Enterprise um Tausende von Lichtjahren wegbewegt. Mein persönlicher Favorit aber ich habe zwei Favoriten. Der erste Favorit ist die Next Generation Folge Der Reisende, ist eine der ersten, davon abgesehen, wo so ein Außerirdischer, der hat gar keinen Namen, der kommt irgendwie aus einem weit entfernten Planeten und verschmilzt seine Gedankenkraft mit dem Warp-Antrieb. Sie meinen, dass Raum, Zeit und Gedanken nicht voneinander getrennt sind, wie man allgemein annimmt? Ich dachte, die von Ihnen benutzte Gleichung sagt genau das aus. Mein Junge, sprich sowas nie wieder aus. Nicht in deinem Alter und nicht in einer Welt, die noch nicht bereit ist für so einen gefährlichen Unsinn. Und der Einzige, der das merkt, ist dann Wesley Crusher, dann wird er auch nachher auch befördert. Aber da geraten sie tatsächlich dann, weil das irgendwie nicht richtig funktioniert, in einen Bereich, der so eine Art Jenseits ist nach Burkhard Heims Vorstellung. Da sind dann plötzlich tauchen dann Verstorbene auf. Also Captain Picard trifft dann seine verstorbene Mutter. Du siehst angespannt aus, Jean-Luc. Und alle möglichen Crewmitglieder halluzinieren Dinge, die nicht da sind, einfach weil sich Gedanken manifestieren. Und Captain Picard erkennt dann natürlich, das ist für uns damit können wir überhaupt nicht umgehen, wir müssen hier weg. Das Dümmste, was man in der Situation natürlich machen kann, ist Alarm Rot sagen, dass alle also unter Adrenalin sind und sich auf negative Sachen konzentrieren und auf oh Gott. Eigentlich hätte das Schiff in dem Moment explodieren müssen, aber gut, sie haben es dann irgendwie geschafft. Und das Zweite, was ich richtig gut finde, hat jetzt gar nichts mit Burkhard Heim zu tun, aber der Star Trek Discovery, der Sporenantrieb, oder ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch hat, also der Spore Drive, durch den sich also auch das Schiff in 0, nix von einem Punkt zum anderen der Galaxis versetzen kann. Ich finde es eine der kreativsten Ideen, die Star Trek hatte in den letzten Jahren oder in den letzten Serien, weil ziemlich viel ist doch sehr recht konventionell gewesen, am Ende zumindest. Dazu sage ich gleich noch was. Aber dieser Spore Drive bringt ein sehr mystisches Element da hinein, was sonst Star Trek auch nicht hat, nämlich dass das Universum also belebt ist und dass überall Leben ist und dass man in Symbiose mit anderen Lebensformen sich plötzlich beliebig schnell bewegen kann durchs Universum. Dann gibt es natürlich noch Wurmlöcher, aber in der Heimtheorie gibt es die eigentlich gar nicht und eigentlich stellen sie auch nur eine gewagte Extrapolation der allgemeinen Relativitätstheorie dar, die in den letzten Jahrzehnten so durch die Popculture gegeistert ist. Nach Burkhard Heim gibt es keine Wurmlöcher.
Und Q lassen wir jetzt auch mal außen vor, weil für den spielen die Naturgesetze natürlich überhaupt keine Rolle. Diese Gesetze sind so lästig. Was mir aufgefallen ist bei Star Trek ist, also vor allem in der Originalserie sowieso und dann so in den ersten 2 Staffeln von Next Generation haben die Autoren sehr viele, ja auch krasse Sachen ausprobiert, die so richtig gewagt waren. Und später hat sich das dann alles so ein bisschen vermainstreamt und auch sie haben eigentlich ein Universum voller Wunder präsentiert. Das war mehr und mehr dann so Richtung beherrschbar und das also mehr und mehr technokratischer relativiert wurde. Ist vielleicht notwendig, um sowas im Erzählfluss zu halten, aber ich finde es eigentlich schade, dass das so geschieht. Gut, kommen wir zum Liebling vieler Trekkies, Data. Über künstliche Intelligenz habe ich auch schon mal 3 Videos sogar gemacht insgesamt. Hier ist das erste verlinkt, oder die Playlist, in der ich sie zusammengefasst habe. Ich bleibe dabei und ich bin da hart. Künstliche Intelligenz hat keinerlei Bewusstsein. In Klammern, so wie wir es heute haben oder wie wir es heute denken oder wie Leute wie Ray Kurzweil denken. Die Star Trek-Autoren haben eigentlich auch nichts anderes gemacht, als sich die heutigen Vorstellungen des Transhumanismus zu eigen gemacht. Also, dass man den Menschen technisch verbessern kann, imitieren kann und so weiter. Und da hat sich die Philosophie dann in diesen fiktiven 400 Jahren, die dann bis Next Generation vergehen, hat sich da nicht groß geändert. Auch der Tod bleibt das, was er heute ist, obwohl da gibt es diese Folge, die neutrale Zone, wo die Enterprise, also in Next Generation wieder, wo sie auf eingefrorene Menschen aus der Vergangenheit, aus dem 20. Jahrhundert treffen und Dr. Crusher sagt dann den eigentlich folgenschweren Satz: Diese Methode wurde Ende des 20. Jahrhunderts praktiziert. Die Menschen hatten Angst vorm Sterben. Der Gedanke erschreckte sie. Das wurde auch wieder in den Giftschrank gekehrt, weil ohne Angst vor dem Tod kann man keinerlei menschliche Dramen aufführen. Das ist einfach nicht vorstellbar. Das war eigentlich zu gewagt von den Autoren, sowas da reinzuschreiben, so eine Zeile ins Drehbuch. Ja, also es ist Transhumanismus, was wir in Star Trek erleben. Die Borg sind dann die dystopische Weise, die dystopische Art des Transhumanismus, vor dem sich auch heute alle fürchten, dass also unsere totale Überwachung und Individualität verloren geht und so. Aber es gibt ja auch ein Schlupfloch, das ich im zweiten Video von dieser Miniserie beschreibe, über meine Gedanken zur KI oder Burkhard Heims Weltbild im Zusammenhang mit KI. Unter Umständen ist es möglich, dass eine transzendente Entität, also eine Seele, wenn ihr so wollt, andockt an Materie. In unserer DNA ist diese Bedingung gegeben und eigentlich spricht jetzt auch nichts dagegen, dass es irgendein anderes Verfahren gibt, das das Ganze emuliert und dass es vielleicht auch eine technologische Lösung gibt. Ich finde den Gedanken durchaus reizvoll, weil immerhin Datas Vater sozusagen, Noonien Sung, der taucht ja in verschiedenen Inkarnationen sozusagen durch sämtliche Star Trek-Serien auf, immer gespielt von Brent Spiner selber. Das erste Mal in chronologischer Reihenfolge, also erstmal als Datas Vater, der dann von dem bösen Bruder umgebracht wird, dann in Star Trek Picard Staffel 1 als dessen Sohn, der dann die Androiden perfektioniert hat, dann in Star Trek Picard Staffel 2 als jemand, der heute in unserer Gegenwart lebt und mit verbotener Genetik rumspielt, und dann noch in Star Trek Enterprise als der Erschaffer der augmentierten Menschen, die dann die genetischen Kriege und sowas, was dann angeblich stattgefunden hat nach Star Trek-Historie. Also er ist immer das Enfant terrible, das Dinge möglich macht, die eigentlich nicht sein können, und also sich über sämtliche Konventionen hinwegsetzt. Und warum soll so jemand nicht in der Lage sein, einen beseelten Androiden zu schaffen? Ich finde das eine gute Vorstellung. In puncto Transzendenz und Tod, also Spiritualität im weitesten Sinne, hat Star Trek eigentlich nichts anzubieten. Das ist eine ziemlich materialistische Philosophie. Da gibt es auch eine meiner Lieblingsfolgen, Tapestry, zu Deutsch Willkommen im Leben nach dem Tod, ein bisschen holpriger Titel. Das ist eine Nahtoderfahrung von Captain Picard, sehr, sehr elaborierte Nahtoderfahrung, und das Ganze wird gekrönt, weil das Jenseits also von Q gemanagt wird auch noch. Das ist das Leben nach dem Tod. Und ich bin Gott.
Sie sind nicht Gott. Blasphemie. Ich bin nicht tot, weil ich mich weigere zu glauben, dass das Leben nach dem Tode von Ihnen gestaltet wird. So schlecht ist das Universum bestimmt nicht konzipiert. Aber es bleibt wirklich eine Nahtoderfahrung. Am Ende sprechen Picard und Riker dann auch miteinander und es bleibt völlig offen, war das nun echt oder war es ein Scherz von Q oder ist das das sterbende Gehirn einfach. Das bleibt also genauso offen, wie das heute also auch jeder für sich denken kann, der sich mit dem Thema beschäftigt. Ganz andere Seiten werden da schon aufgezogen in dem Kinofilm Die Suche nach Mr. Spock. Nachdem Mr. Spock gestorben ist, weil the need of the many outweigh the need of the few, also er opfert sich, um die Crew zu retten, aber vorher transferiert er irgendwie seinen Geist, sein Bewusstsein auf Dr. McCoy und der merkt davon eigentlich nicht so richtig was. Aber später, als dann Spocks Körper regeneriert ist, dann führen die Vulkanier ein Ritual aus und extrahieren also den Mr. Spock aus Dr. McCoy wieder und pflanzen ihn wieder in seinen biologischen Körper ein. Zieht eine Seite auf, die doch eine ganz andere spirituelle Dimension auch eröffnet. Das wird auch wieder so unter den Teppich gekehrt. Die Vulkanier, das bleibt ja alles so ein bisschen geheimnisvoll oft. Und sowas Ähnliches passiert übrigens auch nochmal in einer von den Star Trek Enterprise Folgen, in der 4. Staffel, glaube ich. Dann mit Captain Archer, der hat dann auch so einen alten Vulkanier irgendwie in sich sitzen. Und dieses Beispiel erwähne ich, weil das ist eigentlich, man könnte sich in Burkhard Heims Weltmodell das irgendwie vorstellen, also vielleicht ist es ein bisschen zurechtgebogen, aber mal angenommen, es gäbe also eine normale Geist-Körper-Entität und dann wird da eine andere Psyche sozusagen da so rangeklebt. Das heißt, die Kanäle, die Syntropoden würden dann so parallel irgendwie da drauf sitzen. Ich frage mich dann, was für einen Einfluss müsste das haben auf das andere System? Würde der merken? Ja, ich glaube, Dr. McCoy ist dann auch irgendwie so ein paar Probleme kriegt er dadurch oder hat ab und zu so Erinnerungsflashs oder sowas. Aber im Prinzip bleibt dann die Psyche an die Materie gebunden und kann dann wieder umgeordnet, dann wieder an einen anderen Körper transplantiert werden, könnte man sagen. Insgesamt wird natürlich viel mit dem Tod, dem wird oft ein Schnippchen geschlagen und wenn es Hauptcharaktere sind, die sind sowieso fast unsterblich, ist ja nicht Game of Thrones, auf die Schippe genommen, wird das dann in Star Trek Lower Decks einmal, wo dann einer der Hauptcharaktere, also Lieutenant Shax, kommt ums Leben am Ende der 1. Staffel und ein paar Folgen in der 2. Staffel ist er dann plötzlich wieder da und niemandem wird was erklärt, also die Lower Decks kriegen natürlich überhaupt nichts gesagt, was da passiert ist, und die nehmen das einfach so mit Schulterzucken hin. Ja, das ist Brückencrew, die kommen immer von den Toten zurück. Shax is alive? Yeah, guess so. Bridge officers are always coming back from the dead. You gonna finish that muffin? Dann gibt es noch die Voyager-Folge, wo sie irgendwie zufällig in so einen Bereich kommen, wo irgendein Volk ihre Toten hinbeamt. Und am Ende finden sie raus, das sind also ganz besondere Quantenfluktuationen. Man wird dann so mit der Frage dagelassen, ja, ist der Tod, irgendwie sind das Quantenfluktuationen. Letztes Thema, das Paranormale als so insgesamt ist. Eigentlich werden ständig die Crews von allen Raumschiffen von Star Trek werden ständig mit Wundern konfrontiert, die einen eigentlich völlig aus den Angeln heben müssten, mit den krassesten Sachen, wo da jeder sagen müsste, ja, müsstet ihr doch eigentlich mal langsam das Universum ein bisschen anders sehen. Aber gut, in jeder Folge wird es wieder auf Reset gesetzt, damit auch der Zuschauer nicht überfordert wird. Ganz viele paranormale Sachen oder Sachen, die wir als paranormal erscheinen, auffassen würden, kommen vor. Natürlich, also ich habe durchaus ein Verständnis dafür, dass die Autoren der Serien, dass sie das so darstellen müssen, dass es keine metaphysische Bedrohung für den Zuschauer wird. Die Welt muss nach wie vor in das technologische Paradigma passen, das wir auch heute haben. Und Star Trek ist nichts anderes als ein Universum, das ist ein technisches Universum, ein technokratisches Universum, kann man sagen. Also diese Phänomene werden dann immer irgendwie relativiert, erklärt, rationalisiert und die Tendenz nimmt, was ich eben schon sagte, die Tendenz nimmt zu im Laufe der Serien. Da kommen immer nur wenige neue Sachen rein, die erstmal dann fantastisch sind, die dann aber auch irgendwie wieder beherrschbar sind. Ich finde das auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite verstehe ich es, weil man muss die Erwartungen bedienen von einem Fernsehpublikum und man will sich
Man will man will unterhalten werden und sich nicht allzu tiefschürfende, anstrengende Gedanken machen, dass die Realität etwa anders sein könnte. Also das geht ja los bei der normalen Telepathie von Vulkaniern und auch von Metazoiden und das endet dann bei Qs schier gottgleicher Allmacht. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir ein paar Likes da. Bestimmt fallen euch Dutzende, wenn nicht Hunderte von anderen Beispielen ein, was ich jetzt nicht erwähnt habe oder Gegenbeispiele zu dem, was ich gesagt habe. Schreibt mir das alles in die Kommentare, können wir lang und schlapp diskutieren. Und ja, wenn ihr wollt, dass ich noch mehr solche Science-Fiction-Vergleiche mache, dann lasst mir das auch in den Kommentaren da. Denn es gibt noch andere Science-Fiction-Universen, da könnte man auch mal schauen, was ist davon mit Burkhard Heim machbar oder was nicht. Also hätte ich Spaß dran, wenn ihr auch Spaß dran habt, lasst es mich wissen. Vielen Dank an meine Patreons, die meine Arbeit unterstützen und an alle Trekkies, denen diese Folge gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Insgesamt habe ich eine außerordentlich positive Meinung von Star Trek. Mich hat von Anfang an begeistert, dass es eine Zukunft zeichnet, in der wir als Menschheit, als Homo sapiens unsere kleinlichen irdischen Konflikte und auch ökologischen Probleme gelöst haben und bereit sind, eine andere Art von Universum aufzubrechen und dort die spannendsten Sachen zu entdecken. Natürlich werden dann die heutigen irdischen Probleme immer auf diese Skala projiziert. Man hat dann natürlich immer kriegerische Auseinandersetzungen mit Außerirdischen. Da kommt man nicht drum rum bei modernen Erwartungen von einem Publikum, was Action auch irgendwann will. Aber diese Konzentration auf eine positive Zukunft ist das Einzige, was einen weiterbringt. Mit Nata lässt man sich da direkt reinbringen in solche Zukünfte und erlebt dann emotional, was es für einen bedeuten kann. Es ist immer eine Steigerung von dem, was man sich schon vorstellen konnte. Eine positive Zukunftserwartung bedeutet, die eigene Zielsetzung auf eine höhere x5-Koordinate zu heben, in Burkhard Heims Weltbild, und das Motiv, das durch die positiven Gefühle entsteht, das ist der Wille, x6, durch x6 symbolisiert, der einen da auch hinbringt und es möglich macht, das umzusetzen, auf der Erde heute schon. Lasst uns also mutig dorthin gehen, wo nie ein Mensch zuvor gewesen ist, in 6 Dimensionen und in Farbe.